Warum Borodeng? Außer dass es im Interesse der Boro-Spieler liegt, dass mehr Leute kommen. Weil es der deutsche Server ist. Und der deutsche Server in der Geschichte der Flyth-Zeit immer der aktivste. Also zumindest über die Dauer. Der sich am besten gehalten hat. Ach, come on. Außerdem niedrigerer F-Coin-Kurs, niedrigere Preise. Jeder versteht, was du sagst. Brauchst keine anderen Sprachen. Na gut, manchmal reden die Leute tatsächlich auf Borodeng auch Englisch aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, was da abgeht. Aber die meisten sind deutsch. Viele sagen, Borodeng ist wie Hydros. Jeder, der sagt, dass Borodeng wie Hydros ist, hat keine Ahnung, was Hydros überhaupt ist. Und hat generell, glaube ich, keine Ahnung, was er überhaupt in seinem Leben jemals von sich gegeben hat. A.k.a. labert Scheiße. Hydros. Was soll Hydros sein? Der inaktivste Server aller Zeiten. Der inaktivste Server aller Zeiten. Und der war wirklich tot. Das Äquivalent von Hydros wäre vielleicht der französische Server gewesen, der nicht mehr existiert, weil er so tot war. Ich war nur Steam. Ja. Und mal kurz auf dem europäischen Server Clockworks, aber das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Das ist quasi das Äquivalent von Totemia, by the way. Clockworks bei Flyth PC ist das Äquivalent von Totemia. Und der Server Gigatoxic. What? Ah, die Sau lässt mich nicht raus. Equipment billig verkauft hat. Und sonst niemanden. Ja. Also quasi das Äquivalent von Borodeng, ne? Ich meine, vielleicht hat man das scherzhaft gesagt mit dem Hydros, weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn es ein Scherz ist, muss es halt auch irgendwie lustig sein. Und damit es lustig ist, muss es ja auch irgendwo zumindest ein kleines bisschen wahr sein. Und das ist halt einfach Bullshit. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Borodeng im Februar, März diesen Jahres, kurz vor FEC,
Da war arsch viel los. Und wie gesagt, bessere Economy, bessere Preise als auf Totemia. Warum auch immer. Keine Ahnung warum. Ist mir auch egal. Hauptsache es ist besser. Und schaut euch das Ranking an. Top 1000 Global Ranking. Ein voller europäischer Server, Totemia, hat gerade mal 10% mehr 160er als ein rein deutscher Server. Wo soll das bitte tot sein? Das ist geistesgestört. Das ist ein Land und es kann mit den aktivsten Servern auf der ganzen Welt mithalten. Nicht mal die Philippinen haben einen eigenen Server. Das ist ja Southeast Asia. Ich meine, gut, wir wissen alle, dass es basically die Philippinen sind, aber offiziell ist es Southeast Asia und da spielen auch eine Menge Chinesen, Thailänder und so spielen da auch ein paar. Also ich meine, ja, es ist 90% Philippinen wahrscheinlich, aber trotzdem, abgesehen von den Philippinen ist Deutschland mit Abstand die größte Fly-Community auf der gesamten Welt. Und der Server, dafür, dass es nur ein einziges Land ist, kann, wie gesagt, er kann mit komplett NA, North America, ist einfach, da leben fast 1 Milliarde Menschen, Mexiko, Nordamerika, na gut, 1 Milliarde nicht, aber da leben so viele Leute wie in ganz Europa und nur Deutschland kann fast damit mithalten. Wie gesagt, Totemia und Mashboy haben ungefähr 10% laut Ranking mehr High-Level-Spieler und so. Und letztendlich findet das ganze Spiel im High-Level statt. Also, ich weiß echt nicht, was es da zu diskutieren gibt. Die Fakten sprechen dafür, dass Borodeng bombastisch ist. Also der Vergleich mit Hydros, der hinkt nicht nur, es ist einfach, wie gesagt, es ist nicht mal lustig, weil es einfach, keine Ahnung, passt einfach, überhaupt nicht. Kannst du nicht mal drüber schmunzeln, es ist einfach nicht lustig. Einfach ein schlechter Joke. Mehr nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man dann auf Totemia geht, wenn man sagt, Borodeng ist tot. Das ist einfach so an den Haaren herbeigezogen. It's crazy. Also vor allem, wie gesagt, der Hauptgrund, warum Leute auf Totemia gehen, ist immer, oh, ich habe Angst, Borodeng wird zu inaktiv. Und das wird halt aber niemals passieren. Allein schon deswegen nicht, weil ich viel Werbung für Borodeng mache. Und ich kenne niemanden, der wirklich Werbung für Totemia macht. Ich bezahle sie dafür, dass sie es nicht tun. Kappa. Und außerdem sind wir alle deutsch, also spielen wir auch auf dem deutschen Server, ganz einfach. Alles andere ist Landesverrat. Ihr dreckigen Hater.